Weltreise im eigenen Fahrzeug, das bedeutet Materialschlacht. Beladen bis zur Belastungsgrenze, tausende Kilometer auf Feldwegen quer durch Südamerika. Wir haben unseren VW-Bus T3 in den letzten Monaten sehr gequält. Damit wir in unser nächstes Abenteuer starten können, muss der Bus wieder fit werden. Wie ist es, mit dem Oldtimer auf Weltreise zu sein? Auf dich warten Abenteuer, fremde Traditionen und Kultur. Gutes Essen und die nicht endenden Probleme mit unserem VW-Bus T3. Das ist meine Frau Alessandra, unser Kuscheldackel Wilma und die Alarmanlage Mali. Und ich bin Björn. Gemeinsam sind wir Roadhouse Bus. Ich bin auf dem Weg zu Volker. Den kennt ihr auch schon. Das ist ja derjenige, der unser Getriebe beim letzten Mal gemacht hat. Und zum einen wollen wir noch mal gucken mit dem ersten Gang, ob wir da eine Lösung finden. Aber wir sind schon fast so weit, dass wir so weiterfahren, weil wir haben uns dran gewöhnt. So. Never change a running system. Vielleicht geht danach was anderes kaputt. Genau, das wollen wir klären. Und dann wollen wir ja unbedingt noch am Bus ein paar Sachen verändern, bevor es in die Berge geht. Wir sind noch nicht bereit für die Anden, wir sind noch nicht bereit für Bolivien. Da gibt es noch so ein paar Geschichten, die uns einfach stören. Und dazu gehört unter anderem das Licht, was wir vorne haben. Wir brauchen mehr Licht und das wollen wir jetzt mal regeln. Und ich möchte auch vorher noch ein paar Lackarbeiten machen. Wir haben ja wir sind jetzt über ein Jahr unterwegs und dann doch relativ oft am Meer. Und man sieht so ein bisschen Flugrost an einigen Stellen. Und den möchte ich auch noch wegmachen. So, und das möchte ich jetzt mit Volker klären. Wo kriege ich in Paraguay Lack in meiner Farbe? Oh, Bodenwelle, Achtung! Und was für eine? So, Achtung! So, wo kriege ich Lack für das Fahrzeug her? Und die ganzen anderen Teile wissen die ja auch am besten, wo ich sie kaufen kann. Da brauche ich nicht ewig suchen. So, und was haben wir vor? Zuallererst müssen wir mal checken, was genau Sache ist. Das heißt, wir haben jetzt so einen Spezialfilter geholt, lassen da das Getriebeöl durchlaufen. Das dauert eine ganze Weile. Und in dem Filter werden sich dann am Ende die ganzen Teilchen sammeln, die irgendwie in dem Öl drin sind. Wir müssen ja wissen, ist es Messing, dann ist es ein Synchronring. Ist es Metall, dann kann es der Synchronkörper oder was an den Zähnen sein. Wir wollen erst mal wissen, um so ein bisschen noch mehr einzukreisen, was es ist. Aber noch können wir Teile bestellen und gegebenenfalls noch was bestellen, was ich noch nicht im Kopf hatte. So, wir hoffen, dass wir über das Öl noch vielleicht ein bisschen mehr erfahren. Joshi, ja? Wir lassen jetzt das Öl ab, ja? Ja. Okay, alles klar. Das sieht schon ganz schön scheiße aus für die kurze Zeit. No. Hundertprozentig ist Öl ist wie neu noch. Guck mal an. Ja, sind ja auch nur 1200 Kilometer. Ja, schön, da hängt gar nicht viel dran, das sieht gut aus. Guck doch, das ist, fass mal an, ja, dann mal merkst du, der ist, ich sehe es. Der ist nur Graphit. Perfekt. So, das sieht eigentlich gut aus, also da sind wir schon mal glücklicher als gedacht. Also Getriebeöl sieht sauber aus und auch an der Schraube war jetzt nichts dran, das habt ihr gesehen. So, das heißt also, so einen wirklich kapitalen Schaden scheinen wir da nicht zu haben. Und Joshi meint gerade, dass da eine Kugel und eine Feder ist, die den ersten Gang hält. Naja, jetzt suchen wir mal dort, weil wirklich Getriebeteile, Zahnräder, die sich da abreiben, so sieht das nicht aus. Also das sieht einfach sauber aus. Kannst nichts sagen erstmal. Aus wie neu. Das wird nichts. Ja, du musst das Ding umdrehen ein bisschen. Wenn du mehr umdrehen kannst, ein bisschen besser. Exakto. Ja, aber das fließt ja trotzdem daneben die Hälfte. Ja, das geht schon. Also Joshi hat gerade gesagt, dass es irgendwo an dem Ganghebel liegt, weil der dritte geht auch nicht richtig gut rein. Der dritte spinnt und der erste spinnt. Und jetzt machen wir noch mal die Schaltung ab. Vielleicht ist da ja irgendwie schon ein Getriebe eingangsseitig, dass es gar nicht erst richtig reinflutscht. Mann, bin ich fertig, ey. Den ganzen Tag in der Werkstatt. Und dann auch noch durchgehend im Regen und im Dreck. Ist ja hier nicht so wie bei uns, dass ich meine, Autowerkstatt ist immer dreckig, aber wenn es hier noch dazu regnet und der Erdboden und dann bist du halb im Matsch, ja, es ist schon anstrengend so. Gut, jetzt auf zu Alessandra, da freue ich mich sehr drauf. Die wartet bestimmt mit den Hunden. Und dann soll es für heute gewesen sein. Mal gucken, was als nächstes kommt.
Eine Sache, die wir noch verbauen möchten, bevor wir jetzt nach Peru und Bolivien fahren, Ecuador, Kolumbien etc. pp., ist eine Dashcam. Wir haben früher eigentlich nicht darüber nachgedacht, dass wir eine Dashcam brauchen, aber jetzt wird das total wichtig. Erstens nimmt der Verkehr zu, das heißt also die Situation, dass wir vielleicht mit irgendjemandem zusammen ditchen oder irgendwas passiert, ist relativ hoch. Dann gibt es natürlich auch immer wieder oder jetzt immer mehr korrupte Bullen, kann man sagen. Und wenn man so eine Dashcam hat und die nach außen gerichtet ist, also die Interieurkamera, dann heißt es, man nimmt denjenigen natürlich auf, was hilft in den Situationen, wo man irgendwie Beweise braucht. Und das hat jetzt gepasst. Wir haben von Fiofo, die haben uns die Dashcam geschickt und dann haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir das diesmal an. Und wir denken einfach, jetzt brauchen wir so ein Ding. Und deswegen werden wir das jetzt verbauen. So, das heißt, wir brauchen einen Stromanschluss und deswegen haben wir das schon ein bisschen aufgeräumt. Wir machen das Cockpit raus. Wir wollen den Stromanschluss hier oben hinlegen. Also es muss da oben an die Scheibe ran. Und von der Scheibe runter ins Cockpit. Und am Radio wollen wir alles anschließen. Das sind halt die 3 Anschlüsse, die man immer beim Auto hat. Erde, Zündsteuerung und Dauerplus. So, und das kommt dann hier unten durch, kommt zum Radio. Da haben wir die 3 Anschlüsse, schließen das an. Und dann haben wir unsere Dashcam installiert. Und mal gucken, was uns das für einen Vorteil bringt. Paraguay zeigt sich mal wieder von seiner besten Seite. Also gestern war es echt kalt, Pulli, und heute haut es wieder so rein, also Sonnenschutz, ist unglaublich. So, das Kabel ist unser Stromkabel und irgendwie haben wir es heute einfach, ich weiß nicht, ich habe Glück heute, ausnahmsweise mal. Schaut mal, wir wollen dorthin. In Echtzeit. 1. 2. Na, nicht ganz so einfach wie gedacht. Und schon sind wir da. Gut, also Fiofo sagt in der Installationsanleitung, das Ding irgendwie in den Zigarettenanzünder stecken. Naja, beim T3 schwierig, wir haben keinen Zigarettenanzünder. Und hinten am Radio, beim Autoradio, kommen die 3 Drähte an, also sprich Erde, Plus und Minus. Und, nee, stimmt ja gar nicht. Erde, Plus und Steuerkabel. Und jetzt haben wir das hinten am Radio angeschlossen, sind durchs Armaturenbrett durchgegangen, dann an der Seite vom Holmen, vom Fenster nach oben und sind dann oben über den Dachhimmel, über dem Sonnenschutz sozusagen rausgekommen, dass man es nicht sieht, und können jetzt das Ding an der Fensterscheibe direkt installieren. So eine Dashcam hat ja auch so eine Rückfahrkamera und die hat ja eigentlich die Funktion, den hinteren Bereich zu überwachen oder bei der Parkraumüberwachung sozusagen, falls das Auto berührt wird, angeschlagen wird, eben zu schauen, ob es von hinten oder von vorne, also dass auch hinten gefilmt wird. Aber das sparen wir uns. Wir haben ja hinten verbaut, man kann da nicht rausgucken und dann ist die Scheibe noch getönt. Das passt einfach für uns nicht. Aber diese Kamera, die können wir natürlich super für den Innenraum nutzen. Jetzt habe ich das Kabel gekürzt, funktioniert auch super. Und die kommt jetzt an unseren Innenspiegel. Warum machen wir den Innenspiegel? Erstens ist er da nicht so richtig gut sichtbar. Und dann können wir mit dem Spiegel wirklich bewegen. Also wir können wirklich sagen, Alessandra filmen, mich filmen, Polizist filmen, der draußen steht, den Raum überwachen, so wie wir Lust haben. Und dann machen wir die so hin, dass die noch komplett in dem Spiegel drin ist sozusagen. Die Kamera hat so eine Folie, die man da applizieren soll, damit die dann halt nicht direkt auf der Scheibe klebt. Tocado, zack. Sí. Ja. Gut. Also gut. I think so too. Ja, außerdem hat das Ding eine richtig geile Fernbedienung. Die sieht auch noch richtig geil aus. So, die kommt hier hin. So. Die Dashcam nimmt in Zyklen auf und überschreibt dann automatisch die älteren Daten. Wenn man diesen Knopf drückt, wird der aktuelle Zyklus dauerhaft gesichert. Ja, auf jeden Fall sind wir mit den Aufnahmen ganz zufrieden und werden die in Zukunft immer mal wieder in unseren Videos verwenden. Sicher ist, dass wir für die Zukunft immer einen Beweis haben. Das heißt, wenn ein Unfall passiert oder irgendetwas, haben wir was in der Hand und sind nicht völlig nackt da. Und gerade in anderen Ländern als Tourist ist es gar nicht so blöd. Wenn auch du dich für die Dashcam von Fiofo interessierst, dann findest du unten in unserer Videobeschreibung den Link dazu. Mit dem Rabattcode ROADHOUSE gibt es sogar noch 5% Rabatt. Guten Morgen, ich bin auf dem Weg zu Volker und seinem Team. Es ist soweit. Wir können endlich die Gangschaltung reparieren. Wir haben alle Teile bekommen
Und wir wissen ja, woran es liegt. Also die Führung hinten vor dem Getriebe, die ist so ausgenuddelt gewesen, dass der erste Gang überhaupt nicht reingegangen ist. Oder zumindest nur zu 90%. Und dadurch ist er rausgeflogen. Das bringen wir auch noch in Ordnung. Das heißt, also wir wollen hier wieder schalten wie in einem PKW. Dann müssen wir noch den Zahnriemen machen. Weiß nicht, ob wir das heute schon schaffen. Und wir wollen die die Handbremse regeln. Weil die haben wir ja irgendwann mal vor 2 Jahren sind wir zu weit mit dem Ding angezogen gefahren. Das heißt, wir haben die gut verbrannt. Was dazu führt, dass sie natürlich nicht mehr richtig bremst. So, das heißt, das machen wir auch noch. Der wird komplett überholt. Wir werden alle Gummis checken, nochmal alles gucken, was irgendwie kaputt gehen könnte in nächster Zeit. Tauschen den ganzen Scheiß aus, damit wir bereit sind für unsere nächste Expedition. So, da stehen wir jetzt. Und hier, guckt euch das an. Den ganzen Kram bestellt. Schaltung hinten, Schaltung vorne, 9 Zahnriemen, Umlenkrollen. Alles da, kann losgehen. Ey Schorschi, was machst du da unterm Auto? Ich mach dir das ab hier. Ich mach dir das. Geh warm. Das Problem, warum unsere Schaltung nicht geht oder warum uns der erste Gang rausfliegt, ist diese Kugel oder dieser Gummiring, der dieses Schaltgestänge führt. Und der ist bei uns alt ausgenuddelt. Und jetzt gab es bei dem gesamten Satz diese Gummimuffen mit dazu. Und die kommen hier eigentlich auf dieses Teil drauf. Und damit kommt dann kein Dreck mehr sozusagen später in die Schaltung rein. Der Witz ist, dass Schorschi meint, das passt nicht. Also er meint, dass es niemals bei meinem Auto passt. Da sei nicht genug Platz, die beiden Gummimuffel über die Kugel rüber zu machen und dann so reinzumachen. Ich glaube, dass es passt. Er glaubt, dass es nicht passt. Mal schauen, wer recht hat. Schön. So, jetzt habe ich es auch schon zusammengebaut. Also meines Erachtens nach passt es. Joshi sagt immer noch, das wird hier hinten mit dem ersten Gang sperren, dass der erste Gang nicht reingeht. Aber so soll es einfach sitzen. Und hier in der Mitte ist die Kugel, die neu gemacht ist. Und die sitzt in den beiden Gumminuten hier drin. So sollte das passen. Wie eine Bombe. So, wir werden jetzt mal Probe fahren. Die hintere Schaltkulisse ist neu. Jetzt gucken wir, ob alle Gänge reingehen. Wir mussten so ein bisschen von dem Falkenbike wegschneiden, weil sonst hätte es echt nicht gepasst. Und jetzt fahren wir einfach mal ein paar Kilometerchen, gucken, ob der Gang rausspringt, reinfliegt, ob das alles hinhaut. Da bin ich ja selber mal gespannt. So, und die Gänge gehen schon mal ganz gut rein. Ja, also richtig. Das ist ja ein Traum, ein Träumchen. Ja, richtig geil. Funktioniert. Gänge sind drin, Gänge fliegen nicht raus und es schaltet sich viel, viel besser als vorher. Sie sind echt punktgenau. Das ist für Alessandro auch besser. Er hat immer den dritten Gang gesucht. Ich meine, wenn ich das Auto durchgehend fahre, ist es einfach. Aber für jeden anderen ist es kaum zu fahren. Und jetzt geht's. Und wisst ihr, zur Feier des Tages habe ich mir eine geile Laugenstange geholt. Laugenstangen. Es gibt hier in Paraguay Laugenstangen. Ja, bei meinem Lieblingsbäcker. Echt lecker. Probier mal aus, wie ist? Erster Gang. Dritter Gang. Genau, dritter Gang, genau. Ist drin? Ja. Und? Wow. Gut, ne? Very smoothie. Se va dentro. Muy suave. Schön, ne? Ja. Muy bien.
Was unseren Abreisezeitpunkt irgendwie auch so ein bisschen nach hinten verschiebt, ist dieses Dachfenster, dieses blöde. Wir haben vor 2 Jahren von Fiamma das Ding da verbaut, absolutes Plastikteil, aber es ist eben das Einzige, was in dieses Dach zwischen unsere Solarpanels reinpasst und das zu allen Seiten aufgeht. Ja, da hatten wir ja so ein paar Voraussetzungen, die wir wollten, damit wir eben nicht, damit der Regen, wenn er von jeder Seite kommt, abgedeckt werden kann, etc. pp. Gibt es ein paar Gründe für. Das Einzige, was uns stört, wir kriegen es nicht ganz auf, aber es gibt für dieses Auto und für diese Situation kein anderes Fenster. So, jetzt kommt's. Jetzt ist uns dieses Fenster aber schon 2-mal kaputt gegangen. Ja? Also wenn man da mal guckt, hier haben wir schon geflickt, hier haben wir auch schon geflickt. Die sind alle abgebrochen, diese Plastiknippel. Und der hier kommt auch schon wieder. Das sieht also überhaupt nicht gut aus. Ja? Und wie soll ich sagen, das Ding müssen wir tauschen, weil wir können so natürlich nicht weiterfahren. Ist A, gefährlich auf der Autobahn und B, haben wir keinen Bock, dass es hier reinregnet. Jetzt ist es aber so, dass die Fenster gibt es hier in Südamerika nicht und ich habe das Fenster jetzt bei jemandem bestellt oder besser gesagt in Deutschland bestellt und derjenige bringt uns das mit im Container mit seinem Auto und jetzt verzögert sich das so unglaublich, bis dieses Auto kommt. Das heißt, das verzögert unsere Abfahrt definitiv noch ein bisschen oder wir müssen halt mit schrottigem Fenster durch die Gegend fahren. Auch haben wir durch das dauerhafte Offroad-Fahren natürlich sehr viele Stellen, wo durch Steinschlag der Lack einfach weg ist. Und die Sachen wollen wir natürlich verschließen, bevor wir dann weiterfahren. Bevor wir jetzt natürlich lackieren können oder in irgendeiner Art und Weise erstmal sehen, was ist alles kaputt, muss das Auto erstmal sauber werden. Paraguay bedeutet ja durchgehend Sandstraße, durchgehend Matsch. Wenn es regnet, ist es alles voll mit irgendwelchem lehmigen Boden. Und der muss halt weg, weil Lehm und Rost sehen ja doch relativ identisch aus. Und dementsprechend bin ich ganz froh, dass ich hier einen Kerscher habe. Jetzt werde ich das Ding abkerschern. Und dann sehen wir erstmal, was wirklich kaputt ist und was echt gemacht werden muss. Ja, da kommt ja doch einiges zum Vorschein. Wir haben hier zum Beispiel, guckt mal hier, da hatten wir mal einen Steinschlag in Patagonien, da ist uns ein richtig dicker Klopper hier gegen geknallt. Das muss natürlich gemacht werden, es rostet. Auch hinten dran rostet es. So, dann haben wir hier natürlich richtig viel durch den Steinschlag vom Fahren. Das zieht sich bis hier oben hin. Das sind ja alles Steine, die hier gegen geknallt sind. Das muss gemacht werden. So, dann haben wir hier unser absolutes Sorgenkind, relativ tief. Macht auch schon Blumen. Es wird auch hinten durchgehen. Das ist ja hier geknicktes Metall. Das ist eine blöde Stelle, wenn es wegrostet. Da zu schweißen wird halt echt ätzend. So, und auf der anderen Seite ist genau das Gleiche. Das heißt, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir schleifen die ganzen Stellen aus, dann kommt da Rostumwandler drauf, dass der restliche Rost, den ich nicht weggeschliffen kriege, sozusagen umgewandelt ist. Dann waschen wir den ab, dann schleifen wir es nochmal. Dann kommt eine Grundierung drauf, also vorher natürlich abgeklebt, dann kommt eine Grundierung drauf. Und nach der Grundierung kommt dann eben die Lackfarbe drauf. Ich habe RAL 6031 bekommen. Wir haben also eine matte Lackfarbe zum Streichen. Ich mache es mit einem Pinsel, mit einer Dose. Das gibt es hier nicht. Ich kriege keine 2K-Dosen, also streiche ich es. So, und dann sollten wir es soweit ausgebessert haben, dass wir wenigstens mal die nächsten Jahre wieder, sozusagen wie der Eiffelturm, auf der einen Seite angefangen und auf der anderen Seite wieder aufgehört. So, wenn du auf der einen Seite aufhörst, musst du da wieder anfangen. Ja, so sieht's aus. Aber ist halt ein T3. T3 ist Rosten, das ist halt so. Was wir vielleicht auch noch angehen werden, ist hier. Ist auch schon wieder typisch T3. Blöde Stelle. Hier auch. Und es zieht sich halt bis hier hinten rein. Mal schauen, ob wir da auch noch dran gehen, ob wir das einfach mal vernachlässigen, weil die Bleche, die gibt es neu, die kann man nur einschweißen und dann geht das. Ja, wichtig ist, dass wir auf jeden Fall vorbereitet sind jetzt für den Altiplan, beziehungsweise für die nächsten Monate, die wir ja auch durch feuchtere Gebiete fahren, dass wir dann nicht komplett wegrosten und überall diese offenen Stellen vom Metall sind. Die will ich weghaben. Ja, ich wollte ja eigentlich warten, bis ein bisschen weniger heiß ist, aber Paraguay ist das jetzt schon mit 30 Grad wenig heiß. Also fangen wir jetzt mal an. Ohne Sonnenschutz nicht aushaltbar. Also das ist echt eine ganz andere Nummer als bei uns. Aber gut, was soll's. Also zuerst, wir haben ja hier wirkliche Steinschläge, da ist wirklich bis aufs Metall runter, also die Grundierung und alles weg. Das heißt, wir schleifen jetzt erstmal mit 400er, dann mit 220er, nee, umgekehrt, mit 220er, dann mit 400er so ein bisschen den Kram hier aus, versuchen alle Roststellen zu erwischen. Wenn wir sie nicht alle erwischen, habe ich noch eine Rostschutzfarbe, die streichen wir dann zuerst, danach Grundierung, danach nochmal schleifen, danach Grundierung und danach dann eben der Lack. So, und den Lack pindeln wir auf diesmal. Wir haben keine Spraydose, aber ich denke, das sollte so auch ganz gut gehen.
Ich wollte ja eigentlich nur ein bisschen Flugrost machen. Naja, egal. Sind halt eine Stunde länger Arbeit, aber es muss gemacht werden, weil wenn wir es jetzt nicht machen, dann wann machen wir es dann? Ja, jetzt haben wir ein bisschen Platz hier, auch ein bisschen Zeit. Und wir nehmen uns auch die Zeit, dass es halt in einem guten Zustand ist, wenn wir losfahren. Ich habe mich jetzt entschlossen, in diesen Nähten vom T3 vorher noch einen Rostschutz, also einen richtigen Rostumwandler zu streichen, weil das zieht da ein bisschen rein und vielleicht haben wir dann einfach mal noch 2 Monate länger Zeit, ehe es wieder durchkommt. Es kommt sowieso wieder durch, beim T3 kommt es da immer durch. Entweder man erneuert das Blech halt mal richtig, denn sollte es vielleicht weg sein, aber es kommt an der Stelle immer. T3s rosten an der Stelle. Wenn ich das alles geschliffen habe, also schön mit 220er, dann mit 400er, damit die Oberfläche relativ gut ist, ist auch nicht so wichtig. Wir streichen eh mit dem Pinsel, so ganz glatt wird es am Ende eh nicht. Wenn das dann fertig ist, dann haben wir es gereinigt mit Entfetter. Also ich habe nur Bremsenreiniger da oder Nitro. Ich habe mich für Bremsenreiniger entschieden. Der fliegt jetzt schön weg, oder lüftet gut ab. Dann müssen wir halt eine Weile warten, dass der wirklich weg ist. Und dann machen wir hier Grundierung drauf, also ein Primer. Der ist auch unter unserem Lack drunter. Und der trocknet nur 20, 30 Minuten. Danach kann es überlackiert werden und dann ist auch schon fertig. Ja, da sieht man richtig schön, wie schnell der trocknet. Also unglaublich. Der ist nach 20 Minuten, kann man den schon überstreichen. Wenn die Grundierung getrocknet ist, und das geht echt schnell, also das hat man richtig sehen können, wie das rausgezogen ist, dann können wir den Lack drauf bringen und ob der gleich aussieht. Ich meine, das Auto ist 2018 lackiert worden, wir haben jetzt 2024. Das heißt, der Lack ist ja schon 6,5 Jahre da drauf. Natürlich sieht der nicht gleich aus, aber so ähnlich und das soll uns ausreichen. Und wichtig ist, dass er halt nicht weiter rostet. Also hier in Paraguay wechselt sich Hitze und Regen echt ab. Also wir haben so 38 Grad ohne Probleme durchgehend und dann kommt wieder ein Regenschauer runter. Aber das tut ganz gut, da will man auch gar nicht reingehen, da steht man im Regen, macht weiter. So, der nächste Punkt, den wir jetzt angehen müssen, sind die Scheibenwischer. Wir haben die ja schon mal vor geraumer Zeit gemacht in Chile, aber irgendwie hat das mit dem Lack nicht richtig hingehauen. Keine Ahnung, sieht auf jeden Fall ganz schrecklich aus. Die müssen weg. Die werden wir jetzt runterholen, schleifen, also den ganzen Rost wegschleifen, alles in Ordnung bringen, danach grundieren, dann schwarz streichen, wieder anbauen. Draußen regnet es ununterbrochen. Zum Glück können wir drinnen weitermachen. Ja, heute sitzen wir mal drinnen, weil draußen regnet es wirklich wie Sau und da lässt sich nicht viel machen. Und ich fange jetzt mal an mit dem Tisch. Wir wollen ja so einen zusätzlichen Arbeitsplatz bei uns einbauen. Das heißt, wir wollen vor dem drehbaren Tisch, dem Beifahrersitz, soll so ein kleiner Arbeitsplatz entstehen, wo der Laptop draufstehen kann, wo die Maus neben dran passt und dass der Rest des Autos sozusagen frei ist, dass man sich frei bewegen kann. Und wir haben noch aus unserem Wohnmobileinbau so einen Tischhalter, der ist richtig von Raimo noch, also der wirklich alte Tischhalter von Raimo. Guckt euch das mal an, wie der noch aussieht. 40 Jahre alt, 40 Jahre alt, unglaublich. Das Ding ist 40 Jahre alt. So. Und da kommt jetzt sozusagen ein Rohr rein. Das Rohr kommt dann hier auf dieses Ding drauf und hier oben drauf kommt dann der Tisch. Jetzt habe ich hier 2 Löcher gebohrt für selbstschneidende Schrauben, weil wenn ich sie gleich als selbstschneidende Schrauben mache, dann wandern die mir zu sehr, so jetzt können sie nicht mehr wandern. Da kommen jetzt Winkel ran, also die Winkel werden hier so rangeschraubt auf beiden Seiten. So und so. So, und dann kann man das an der Tischplatte befestigen und hier kommt dann das Rohr ran und das soll es auch eigentlich schon gewesen sein. Keine schwierige Aktion. Ich hoffe, dass es halbwegs stabil ist, dann einen Laptop draufzustellen.
Und das Teil hier für diesen Tischhalter, das kommt jetzt eben hier unten unter den Fahrersitz. Und dann kommt hier oben eine Stange rein und auf die Stange wird dann der Tisch montiert, so wie es ja auch irgendwann mal gedacht war. Das ist ja ein Originaltischhalter mit so einer komischen Drehregelung, der war auf der anderen Seite. Jetzt tun wir den eben hier hin. So, und dann sollten wir hier unseren Arbeitsplatz haben. So, Totogeno der Alubetüllack hier. Das geht. Ja, das geht. Große Ula, kleine Ula. Wo ist die, glaube ich, niemals ran. So, stabil. Stabil ist es. Ja, ja. So, jetzt kommt hier oben hier abgeschnitten, dann kommt der Tisch drauf und dann kann man hier sitzen und arbeiten. Mhm. Super, ich freue mich. No lo sé cómo está ponerse. Ich bin mir nicht sicher, wie man da reinkommt, wenn man da arbeiten möchte, aber sonst. So, neuer Tag, neues Glück. Ich bin mit Jorge am Werk. Wir machen jetzt die OT-Stellung, zeichnen wir an. Wir hatten ja in Brasilien wirklich große Probleme zu wissen, wo unsere OT-Stellung ist. Das wollen wir nicht nochmal haben. Wenn wir irgendwo stehen, muss ich nicht nochmal den ganzen Motor aufmachen. Das heißt, wir nehmen jetzt nochmal alles runter, die Abdeckung. Wollen auch den Zahnriemen tauschen, weil der ist ja ein bisschen angerissen beim letzten, oder bisher gedacht, ein bisschen unter Belastung gewesen. Und wenn wir jetzt alles abgebaut haben, dann zeichnen wir die OT-Stellung an der Nockenwelle. An der Einspritzpumpe müssen wir das ja nicht machen, da ist die angezeichnet. Aber an der Nockenwelle und an der Kurbelwelle unten an. Und das heißt, wenn wir noch mal irgendwie Probleme in die Richtung haben, brauche ich mich nur an den Zeichnungen orientieren und brauche den Motor nicht mehr aufmachen. Jorge ist unser Mann. So, den ersten Teil haben wir mal erledigt. Der Keilriemen ist unten. Der Zahnriemen ist freigelegt. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch OT anzeichnen. Ich habe extra einen richtig guten Lack geholt. Wir reinigen jetzt alles, zeichnen uns OT an. Aber bevor das in Paraguay weitergeht mit irgendwas, gibt es Tereré. Tereré, kalter Mate. Ja, das ist hier Pflicht. Und das gibt es 4-mal am Tag. Ist nicht alles matschig, hat zu viel geregnet. Das gibt es hier 4-mal am Tag. Und da wird auch alles stehen und liegen gelassen. Dann wird Tereré getrunken. Und ehe man sich darüber aufregt, trinkt man am besten einfach mit. So, da sind sie, die Prinze. Tereré. Tereré. Tereré, chicos. No, cerveza no, ist der oder. Ja, Jorge entfernt noch die Klebereste. Wir hatten ja von den Kabelbindern Reste da dran kleben, als wir im Chaco waren. Und der ganze Rest kommt jetzt runter in einer Feinstarbeit. Danke, Jorge. So, könnt ihr das hier sehen? So, da ist der OT jetzt angezeichnet an der Nockenwelle. An der Einspritzpumpe haben wir hier die Schraube, die ratiert das Ding. Und dann haben wir hier unten noch, unten an der Kurbelwelle, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, hier ist jetzt OT angemalt und dort. Ja. Das heißt, wir haben jetzt definitiv, egal ob wir den Motor aufmachen oder nicht, immer den Punkt, wo OT ist. Jetzt malen wir das am Ende, wenn wir also alles montiert haben, noch auf der Riemenscheibe an, dass es sozusagen außen auf dem Plastik auch noch ist. Dann müssen wir nicht mehr die Riemenscheibe runterholen. Und dann, falls uns irgendwas nochmal in die Richtung passiert, haben wir immer angezeichnet und es geht schnell beim nächsten Mal und nicht wie beim letzten Mal den halben Motor auseinanderbauen. So, Zahnriemen sitzt, alle Punkte sind markiert. Wir machen jetzt zu. Und dann mal einen Testlauf und wir hoffen, dass der dann noch genauso geil läuft wie vorher, weil wir haben jetzt zum ersten Mal Leistung gehabt. Und die wollen wir jetzt natürlich nicht wieder verlieren, indem wir da 5 mm hin und her rutschen. Das muss jetzt sitzen, 1:1. So, Karre läuft, alles wieder zusammenbauen und dann sind wir glücklich. OT ist angezeichnet, wir können also in Zukunft, falls was passiert, weiterfahren. Und hört sich gut an, Auspuff kommt wieder ran und dann sind wir mit dem Schritt schon mal durch. So, hier mal ein kleiner Praxistipp, den finde ich sehr geil, habe ich im Internet gesehen und funktioniert wirklich sehr gut. Wenn ihr Plastik kleben müsst, wir hatten hier so ein Teil, das hier relativ wabbelig schon war, und nimmst einfach Sekundenkleber und machst Bicarbonat auf den Sekundenkleber drauf. Das wird hart wie Beton und ja, klebt Plastik wunderbar. Und damit kannst du richtig Plastikteile ersetzen, also mit Sekundenkleber und Bicarbonat. Wir nutzen natürlich gleich den Moment und machen Ölwechsel. Wir haben vor 8000 Kilometern den letzten gemacht.
In Deutschland kann man ja auch 10.000 Kilometer fahren, aber hier mit dem Staub und diesem ganzen Dreck und dieser Hochbelastung des Motors sind 8.000 schon viel zu viel. Das Öl hat schon angefangen zu riechen, heißt höchste Eisenbahn. Und ich habe echt Glück gehabt, ich habe von Liqui-Moly das beste 10W40 bekommen, was es gibt. Also war glücklich. Leichtlauf mit C-Moss heißt es, glaube ich, mit so einem Graphitzeug drin. Beste, was es überhaupt gibt. Und da sind wir sicherlich für die nächsten 6.000, 7.000 Kilometer gemacht. Also so kommen wir wahrscheinlich bis Ecuador. Und gleichzeitig regnet es wie Sau. Es regnet wie Sau. Joshi, der Gelbe hier oder was? Ja. Er schickt mich immer los, was holen, holst denn selber. In dieser Woche haben wir viel am Auto gearbeitet. Damit wir endlich wieder loskommen, fehlt aber noch einiges. Unsere Bremsen hinten und die Schaltung vorne müssen wir noch machen. In der nächsten Woche wollen wir aber zuerst testen, was wir bisher verbaut haben. Dafür fahren wir in den argentinischen Dschungel. Wir sind gespannt, was uns dort erwartet. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Danke für die liebe Unterstützung bei PayPal.